Kennt ihr schon die Ines wieder? Ines Geipel. Die saß ja mit Kruppalla und ich weiß gar nicht mehr, wie der eine Typ hieß von BSW, ist auch nicht so wichtig. Saß ja bei Lanz und ich fand diese Frau einfach sehr viel interessanter in der Sendung, weil die anderen zwei, die kenne ich ja schon und was sie so sagen, aber was die rausgehauen hat, das fand ich irgendwie... Sie sagte auf die Frage hin, warum so viele Leute im Osten die AfD gewählt haben. Die im Osten sind ja von einer Diktatur in die nächste Diktatur gerutscht und jetzt haben die Sehnsucht nach Diktatur. Ich habe ja in meinen Büchern immer wieder darauf hingewiesen, dass wir im Osten was zu klären haben, nach wie vor. Ja, dass es um diese sehr lange, ich sage, die Doppeldiktatur, also Nationalsozialismus und DDR geht. Das ist keine Gleichsetzung, sondern für mich die Frage, wie haben sich diese beiden Zeiten, historischen Zeiten übereinander gelegt. Und jetzt haben wir diese 35 Jahre nach 89 und mir schien es jetzt bei dem Wahlkampf so, dass diese drei Zeitmomente sehr ineinander gehen. Das ist ja auch sehr benutzt worden, ja, mit Heimatgefühlen und Friedensgeschichten und so weiter. Heimatgefühl und Friedensgeschichten und das von der AfD. Komm, das ist doch wieder so ein Trick von den... Da sieht man auch links und rechts die braune Suppe rauslaufen. Frieden. Naja, kommen die wieder mit Frieden ohne Waffen. Da muss sogar der Olaf lachen. Frieden schaffen ohne Waffen, das finde ich total lustig. Also praktisch auf einen Kollektivkörper zu rekurrieren. Kollektivkörper. Sie meint wahrscheinlich das Volk. Kollektivkörper, das klingt so ein bisschen wie Spielermaterial. Den man natürlich mit Triggersystem, mit Angst, und darüber ist ja viel gesprochen worden, gut aufrufen kann. Und das hat die AfD gut vermocht. Immer schön auf den Frustpoker setzen und dann gibt's hohe Zahlen. Ja, die Deutschen, die werden ja auch nur alle Opfer auf den Straßen vom Frustpoker. Also nächstes Mal, wenn etwas passiert, was ich jetzt nicht laut aussprechen kann, dann müsst ihr wissen, das ist der Frustpoker der AfD schuld. Und das BSW ordentlich auch. Ja? Die beiden sind da an bestimmten Punkten schon sehr nah beieinander. Und der große Verlierer in diesen beiden Landtagswahlen war die Ukraine. Jetzt holt sie aber ganz weit aus. Jedes Mittel rascht. Im Grunde könnte man ja auch sagen, die AfD hat die Wahl verloren. Ach, die AfD hat die Wahl verloren? Hat man die Tabelle jetzt umgekehrt oder was? Also haben die Grünen gewonnen? Verdammt, ich krieg auch nichts mehr mit hier. Es ist eine bittere Wahl, das rede ich nicht weg. Aber angetreten sind sie mit 40%, wollten sie holen. Und sie wollten den Machtwechsel. Und beides, jedenfalls nach Lage der Dinge im Moment, hat nicht stattgefunden. Naja, das ist so wie wegen Überfüllung geschlossen. Oder so, als würde die deutsche Nationalmannschaft sich 4-0 vornehmen, gewinnt aber nur 3-0 und sind dann trotzdem die Verlierer. Ich weiß, ich ahne, was Herr Kruppalla sagen wird, aber es ist ja auch eine Erzählung darüber, dass nach 89 doch ein ganz ordentliches demokratisches Potenzial gewachsen ist. Ach, jetzt auf einmal, ne? Eben waren es alle noch Diktaturverliebte. Nee, ist klar. Und wenn ich das erlebt habe jetzt im Osten, dann waren es vor allen Dingen Leute, die gesagt haben, oh, ich schaff's nicht mehr, ich gebe auf. Also dieser Druck, also die AfD ist ja mit allem reingegangen, strategisch, bis in die Braunkohlenreviere, bis sie endlich 70% hatten. Da ist viel Kohle reingegangen, Geld. Da ist viel Strategie reingegangen und das ist natürlich, wenn du Nee, jetzt hat sie ihren Text vergessen. Also wisst ihr Bescheid jetzt da, ne, im Osten, ihr habt alle zu viel AfD-Propaganda abgekriegt und deswegen habt ihr die AfD gewählt. How dare you? Also im Grunde hat BSW und AfD das Trauma aufgerufen bei den Ostdeutschen und das hat maximal gepunktet. Und das finde ich bitter. Ey, und das finde ich bitter. Bitte mal alle ein. Ab in den Keller. Also wisst ihr Bescheid, die Ostdeutschen. Ihr habt alle ein AfD-Trauma. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie sich so ein AfD-Trauma anfühlt. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, der eine oder andere Lacher war dabei für euch. Ich wünsche euch einen schönen Tag, Freunde. Und morgen gibt's mal kein Video von mir, weil ich mir gedacht habe, einen Tag Pause, den müsst ihr mir auch gönnen. Macht's gut und bis Sonntag, Freunde.